Aber das interessiert die Italiener nicht. Ich würde sagen, da links müsste der Supermarkt sein. Gerade ein bisschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen vom Flughafen hier. Ja, Flughafen in Trient. Das ist kein großer, wie sagt man, Verkehrsflughafen. ja, kein großer Verkehrsflughafen. Eher so ein kleiner für wahrscheinlich Privatflüge. Das ist ganz nettes Treiben hier heute Morgen. Ja, von hier aus starten wir los. Heute geht es weiter nach Gardone Riviera. Dort endet mein erster Teilabschnitt meiner größeren Reise. Tobias wird da aussteigen, der hat noch anderes zu tun. Ja, und heute haben wir insgesamt etwa 90 Kilometer und 500 Höhenmeter. Und am Ende fahren wir dann noch mit der Autofähre über den Gardasee drüber, weil wir nicht ganz außen rum fahren wollten, um die Südspitze. Dann lasst uns losfliegen, Markus. Fliegen!
für dich zweites Frühstück. Ja. Es gibt heute gar nicht so viel zu kommentieren. Wir fließen hier gemächlich mit der Etsch das Tal runter. Die Radwege sind weiterhin gut, so wie man sich das wünscht. Ja, und wir genießen einfach die kontinuierliche Fahrt, machen ab und zu Rast. Keine besonderen Erlebnisse und so darf es gerne weitergehen. So, nach einer kurzen Rast geht's weiter. Jetzt mit schweren Beinen und schwerem Magen. Das wird ein Spaß. Wir sind ja über die Sprachgrenze drüber gefahren, wie der Tobias gestern erzählt hat. Tja, hier ist es mit Deutsch etwas schwieriger. Da, wo wir essen gehen, spricht man kaum Deutsch. Da komme ich mit meinen mageren Italienischkenntnissen doch schnell an die Grenze. Carabinieri. Pista ciclabile. Che cos'è? Ja, wir hatten nicht schlecht gestaunt, als nach dem letzten Anstieg plötzlich das Wasser neben uns aufgetaucht ist. Die nachträgliche Recherche hat ergeben, es handelt sich hierbei um den Canale Bifis, ein künstlicher Kanal zur Bewässerung und Energiegewinnung. Er beginnt südlich von Rovereto zwischen Ala und Avio und endet in Verona. Sein Bau wurde 1943 abgeschlossen.
Und da ist der Kanal auch schon wieder. Er ist insgesamt 47 Kilometer lang. Ab und zu verschwindet er in Tunneln und taucht wenig später überraschend wieder auf. Der Zaun ist hier nicht ohne Grund. Baden wäre hier kein Vergnügen, es sei denn, man kann für ein paar Kilometer die Luft anhalten. Ritorno sull'Adige. Salita ripida. Ich würde sagen, da links müsste der Supermarkt sein. Uns geht langsam das Wasser aus. Aber das interessiert die Italiener nicht, die machen einfach Siesta. Oder wie das hier so heißt. Es sind jetzt noch 10 Kilometer bis Garda. Dann bleibt uns noch die Uferstraße bis zur Fähre, die Überfahrt und der Endspurt bis zum Ziel. Tja, tschüss Radwege. Es ist das erste Mal, dass wir in Italien auf einer Landstraße fahren müssen. Wir haben es geschafft, wir sind am Gardasee. Zwar noch nicht am Zielort, aber schon mal ein schöner, wichtiger Punkt kurz vor Ende der Tour. Wir sind gerade ziemlich K.O., weil wir gerade einen völligen Szenenwechsel hatten. Von den ruhigen Radwegen sind wir dann runtergebrettert nach Gardone auf dem schottrigen Weg. Nee, nicht Gardone, nach Garda runtergebrettert. Garda rein und plötzlich war da Verkehr, Autos, LKWs, Busse,
und alles eng und das ist gerade, ich bin gerade ein bisschen K.O. Tobias, mach du mal weiter. Was soll ich erzählen? Weiß nicht, Also, was wir freuen uns, Schönes. dass wir jetzt angekommen sind am Gardasee. Die Sonne scheint. Ich möchte am liebsten gleich reinspringen. Aber wir werden jetzt die Fähre nehmen auf die andere Seite, da unser Ziel ja auf der Westseite des Gardasees ist. Genau. Und dann noch ein paar Kilometer und dann sind wir an unserem Tagesziel in Gardone. So, wir sitzen jetzt ganz entspannt auf der Autofähre. Haben gerade abgesetzt und fahren von Torre del Benaco rüber nach Maderno. Da sparen wir uns den ganzen Umweg um den Südzipfel des Gardasees. Wenn wir dann angekommen sind, ist es nicht mehr weit nach Gardone Riviera, was dann dort unser Ziel ist. In traghetto attraverso il lago di Garda. Avete raggiunto il vostro obiettivo. La destinazione è a sinistra. Che sfortuna! Benvenuti a Villa Maria Elisabetta. Hier begann nun unser zweiter Teil der Reise. Mit unserem Chor Cantiqua haben wir die Gegend am Gardasee und darüber hinaus erkundet. Es war eine wirklich abwechslungsreiche Woche. Nach dieser Woche wollte ich in einer noch auffälligeren Radtour über 7 Etappen wieder zurück an den Ausgangspunkt der Tour fahren. Aber mein Körper legte ein Veto ein. Er hatte genug von den Strapazen. So wurde aus dem Vorhaben ein Roadtrip mit dem Auto durch die Alpen. Dennoch bleibt als Erkenntnis, ich habe Blut geleckt. Alpen, wir sehen uns wieder.